Lektion 1: Den Moment genießen. Sie haben recht, ich sollte mich wirklich mehr darauf konzentrieren, den gegenwärtigen Moment zu genießen. Absolut. Das Annehmen der Ungewissheit kann so viel Freude in unser Leben bringen. Es ist jedoch leicht, sich Sorgen um die Zukunft zu machen. Ja, aber das Leben im Jetzt ermöglicht es uns, alles vollständig zu erleben. Ich finde, wenn ich das tue, fühle ich mich viel glücklicher und erfüllter. Genau. Jeder Moment hat seine eigene Schönheit, die darauf wartet, geschätzt zu werden. Ich denke, ich werde anfangen, Achtsamkeit zu üben, um auf dem Boden zu bleiben. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Achtsamkeit kann Ihr tägliches Leben wirklich bereichern. Ich bin gespannt, wie dieser Perspektivwechsel meine Sichtweise verändern wird. Lektion 2: Spannung abbauen. Ich stimme zu. Sport ist großartig, um Verspannungen zu lösen und die Stimmung zu heben. Ja, es hilft wirklich, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Ich übe auch tiefe Atemtechniken, sie wirken Wunder für mich. Das ist eine fantastische Idee. Tiefes Atmen kann so beruhigend sein. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches eine so positive Wirkung haben kann. Absolut. Die Kombination von Übungen und Achtsamkeitstechniken ist wirkungsvoll. Ich finde, dass es mir hilft, den ganzen Tag über konzentriert und ausgeglichen zu bleiben. Ich sollte auch anfangen, tiefes Atmen in meine Routine zu integrieren. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig, gesund zu bleiben. Lektion 3: Fokustechniken. Ich finde, dass es mir hilft, konzentriert zu bleiben, wenn ich mein Telefon ausschalte. Genau. Ablenkungen können die Konzentration auf Aufgaben erschweren. Ja. Außerdem bevorzuge ich es, an einem ruhigen Ort zu arbeiten, um die Produktivität zu steigern. Das ist ein toller Ansatz. Eine friedliche Umgebung kann die Konzentration fördern. Mir ist aufgefallen, dass ich viel mehr erreiche, wenn ich Ablenkungen einschränke. Ebenfalls. Es ist erstaunlich, wie viel Klarheit wir in einem ruhigen Raum gewinnen. Lassen Sie uns die Verpflichtung eingehen, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, den Fokus aufrechtzuerhalten. Das würde mir gefallen. Gemeinsam schaffen wir eine produktive Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie viel wir mit unseren neuen Strategien erreichen. Lektion 4: Enttäuschungen bei der Wartung. Hallo Anna, ich habe gerade herausgefunden, dass das Museum heute wegen Wartungsarbeiten geschlossen bleibt. Oh, das ist enttäuschend. Ich freute mich auf den Besuch. Ebenfalls. Wissen Sie zufällig, wann es wieder geöffnet wird? Ich glaube, dass es nächste Woche wieder eröffnet werden sollte, aber ich werde es noch einmal überprüfen. Das wäre hilfreich. Gibt es alternative Orte, die wir erkunden könnten? Ja, es gibt eine neue Kunstgalerie in der Nähe, die gerade eröffnet wurde. Das klingt interessant. Was für Ausstellungsstücke gibt es? Sie zeigen zeitgenössische Kunst von lokalen Künstlern. Klingt spannend. Planen wir stattdessen, es zu besuchen. Lektion 5: Smartphone Shopping. Hallo Anna, ich denke darüber nach, mir ein neues Smartphone anzuschaffen. Hallo John, das hört sich spannend an. Ich werde sie mir später ansehen. Kennen Sie Geschäfte, die eine große Auswahl an Smartphones verkaufen? Ja, in der Innenstadt gibt es einen beliebten Elektronikladen.
Ich habe gehört, dass Sie auch einen großartigen Kundenservice haben. Das tun sie. Außerdem haben sie oft die neuesten Modelle auf Lager. Das ist großartig. Ich möchte ein paar verschiedene Marken vergleichen. Gute Idee. Es ist wichtig, eines zu wählen, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Genau. Ich werde auf jeden Fall auch einige Rezensionen lesen. Lektion 6. Talente präsentieren. Wow, du musst wirklich talentiert sein. Planen Sie, Ihre Arbeit zu präsentieren? Danke schön. Ich denke darüber nach, einige meiner Stücke in einer örtlichen Ausstellung einzureichen. Das klingt erstaunlich. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Kunst mit anderen zu teilen. Ja. Ich möchte andere inspirieren und mit anderen Künstlern in Kontakt treten. Ich glaube, dass Ihre Arbeit es verdient, von einem breiteren Publikum gesehen zu werden. Ich schätze die Ermutigung. Es motiviert mich wirklich, diesen Schritt zu wagen. Das solltest du auf jeden Fall verfolgen. Kunst hat eine einzigartige Art, Menschen zusammenzubringen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns einander bei unseren kreativen Bemühungen unterstützen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Kunstwerke ausgestellt zu sehen. Lektion 7. Wissenschaftsspaß. Wow, das klingt spannend. Wie haben Sie den Vulkan für Ihr Projekt zum Ausbruch gebracht? Es war eigentlich ganz einfach. Um den Eruptionseffekt zu erzielen, habe ich Backpulver und Essig verwendet. Das ist ein klassisches Experiment. Haben Sie besondere Details hinzugefügt, um es realistischer aussehen zu lassen? Ja. Ich habe den Vulkan bemalt und rote Lebensmittelfarbe hinzugefügt, um Lava zu simulieren. Das ist so kreativ. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend es während der Vorführung aussah. Es war definitiv ein Hit. Jeder liebte es, den Ausbruch zu beobachten, und es hat so viel Spaß gemacht, die Wissenschaft dahinter zu erklären. Ich wette. Es ist immer toll, wenn das Lernen mit etwas Spannung verbunden ist. Genau. Engagierende Projekte wie dieses machen die Wissenschaft viel angenehmer. Ich stimme zu. Es ist die perfekte Möglichkeit, das Interesse daran zu wecken, neue Dinge zu lernen. Lektion 8. Historische Ereignisse. Wussten Sie, dass die Highlander 1745 gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, als sie gegen den König rebellierten? Ja, es ist eine so bedeutende Periode in der Geschichte. Es ist immer faszinierend, etwas über den Kampf um Unabhängigkeit zu lernen. Absolut. Es ist interessant zu sehen, wie ihr Handeln die Zukunft geprägt hat. Rechts. Ihre Entschlossenheit angesichts von Widrigkeiten ist wirklich inspirierend. Das ist es wirklich. Aber es ist traurig, dass so viele infolge des Konflikts vertrieben wurden. Ja, die Geschichte zeigt uns oft, welche Opfer Menschen für ihren Glauben und ihre Freiheiten bringen. Es ist wichtig, sich an diese Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft zu erinnern. Definitiv. Das Verständnis unserer Vergangenheit hilft uns, eine bessere Zukunft aufzubauen. Genau. Wir können wertvolle Lektionen von denen lernen, die vor uns kamen. Lektion 9. Buchungspräferenzen. Ich habe kein wirkliches Lieblingshotel, aber ich schaue mir vor der Buchung meist die Bewertungen an. Das ist ein kluger Ansatz. Bewertungen können wertvolle Erkenntnisse liefern. Ja. Sie helfen mir, die Qualität des Service und der angebotenen Annehmlichkeiten einzuschätzen. Absolut.
Es ist auch hilfreich zu wissen, was frühere Gäste erlebt haben. Ich stimme zu. Ich bleibe lieber an einem Ort, an dem es gutes Feedback gibt. Ebenfalls. Es erleichtert den Entscheidungsprozess erheblich. Außerdem suche ich gerne nach Orten, die Frühstück oder andere Vergünstigungen beinhalten. Definitiv. Diese kleinen Extras können den Aufenthalt wirklich bereichern. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, was wir uns von einem Hotel für unsere nächste Reise wünschen. Lektion 10: Backformwunder. Ich denke, wir können die spezifischen Aufgaben besprechen, die wir für dieses Projekt erledigen müssen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir müssen die erwarteten Ergebnisse klar definieren. Absolut. Ein klarer Plan hilft uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben und unsere Ziele zu erreichen. Genau. Es hilft auch, Aufgaben effektiv im Team zu delegieren. Sicher. Wenn jeder seine Verantwortlichkeiten kennt, verbessert sich der Arbeitsablauf. Und es minimiert Verwirrung, die zu Fehlern führen kann. Rechts. Auch eine offene Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg. Definitiv. Regelmäßige Check-ins können dafür sorgen, dass alle auf dem Laufenden bleiben und motiviert bleiben. Ich stimme zu. Lassen Sie uns unseren Plan skizzieren und die Aufgaben entsprechend verteilen. Lektion 11: Backformwunder. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele verschiedene Größen und Formen von Backformen es gibt? Absolut. Es ist faszinierend zu sehen, wie jeder Einzelne das Ergebnis eines Rezepts verändern kann. Rechts. Beispielsweise kann die Verwendung einer runden Kuchenform im Vergleich zu einer quadratischen Form einen großen Unterschied bei der Präsentation machen. Und vergessen wir nicht die Materialien. Einige sind antihaft beschichtet, während andere aus Glas oder Metall bestehen. Genau. Jedes Material hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, die sich auf die Backzeit und die Wärmeverteilung auswirken. Ich liebe es, mit verschiedenen Pfannen zu experimentieren, um zu sehen, wie sie meine Lieblingsrezepte beeinflussen. Ich auch. Es ist, als ob sich mit genau der richtigen Pfanne eine völlig neue Welt des Backens eröffnet. Und es macht so viel Spaß zu sehen, wie eine einfache Änderung ein Gericht zu etwas Außergewöhnlichem machen kann. Außerdem ist der Einkauf für Sie immer ein Abenteuer. Es gibt einfach so viel Auswahl. Lektion 12: Stadttransformationen. Diese Stadt war in der Vergangenheit mit Herausforderungen wie Kriminalität, Armut und Rassenkonflikten konfrontiert. Ja, es ist bedauerlich, wie tiefgreifend diese Probleme die Gemeinschaften beeinflussen können. Allerdings ist die Stadt in letzter Zeit floriert, was ein hoffnungsvolles Zeichen ist. Das ist fantastisch zu hören. Wirtschaftswachstum kann zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen. Genau. Wenn Menschen Arbeit und Stabilität haben, kann dies die Kriminalitätsrate erheblich senken. Ja, und es kann auch das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner fördern. Absolut. Es ist ermutigend zu sehen, dass Anstrengungen unternommen werden, um diese Probleme anzugehen. Ich stimme zu. Positive Veränderungen brauchen Zeit, aber es lohnt sich zu feiern, wenn sie geschehen. Ja, und es ist wichtig, weiterhin auf Fortschritt und Inklusion in der Gesellschaft zu drängen. Lektion 13: Hernien verstehen. Wussten Sie, dass Hernien oft durch chirurgische Eingriffe repariert werden? Ja, ich habe gelesen, dass ein Leistenbruch auftritt, wenn die Bauchdecke reißt oder schwach ist. Genau. Es ermöglicht das Durchdringen innerer Organe, was sehr unangenehm sein kann.
das klingt schmerzhaft. Wie reparieren Ärzte normalerweise einen Leistenbruch während einer Operation? Normalerweise verwenden sie ein Netzmaterial, um den Bereich zu verstärken und zu verhindern, dass es erneut auftritt. Das macht Sinn. Es ist faszinierend, welche Fortschritte die Medizintechnik bei der Behandlung dieser Erkrankungen gemacht hat. Absolut. Viele Menschen erholen sich schnell und können kurz darauf wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen. Das ist toll zu hören. Für den Einzelnen ist es wichtig, die richtige Behandlung für seine Gesundheit zu erhalten. Ja, und das Verständnis der Anzeichen eines Leistenbruchs kann dazu beitragen, dass Menschen frühe Hilfe suchen. Lektion 14: Donutköstlichkeiten. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie man sogar die ausgestanzten Löcher im Donut einzeln verkaufen kann? Ja. Es ist interessant, dass aus diesen kleinen Stücken eine Art Mini-Donut werden kann. Genau. Sie werden oft Donutlöcher genannt und können genauso lecker sein. Ich liebe das. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Abfall zu reduzieren und den Kunden gleichzeitig mehr Leckereien zu bieten. Absolut. Es ist intelligentes Marketing, die Leute probieren gerne verschiedene Geschmacksrichtungen und Größen aus. Ja, und diese Mini-Donuts können perfekt für einen schnellen Snack oder ein Dessert sein. Sicher. Ich finde es lustig zu sehen, wie kreativ Bäcker mit ihren Produkten sein können. Definitiv. Und es sorgt für Abwechslung auf der Speisekarte, sodass die Kunden immer wieder kommen. Ich stimme zu. Das nächste Mal muss ich neben meinen normalen Donuts auch ein paar Donutlöcher probieren. Lektion 15: Familienaktivitäten. Wie viele Erwachsene und Kinder nehmen am Picknick teil? Für den Spaß werden 2 Erwachsene und ein Kind mitkommen. Das klingt nach einer netten Gruppe. Es wird großartig sein, alle zusammen zu haben. Ja. Kinder verleihen Zusammenkünften immer eine besondere Energie, finden Sie nicht auch? Absolut. Ihre Begeisterung ist ansteckend und macht alles noch angenehmer. Sicher. Wir sollten einige Aktivitäten planen, an denen jeder teilnehmen kann. Ich stimme zu. Spiele wie Frisbee oder eine Schnitzeljagd könnten für alle Altersgruppen Spaß machen. Ja. Lassen Sie uns auch einige köstliche Snacks einbauen, die jeder genießen kann. Definitiv. Für ein gelungenes Picknick ist gutes Essen unerlässlich. Lektion 16: Kulinarische Genüsse. Ausgezeichnete Wahl. Die Strände und die Küche dort sind weltbekannt. Ja. Ich habe so viel über frische Meeresfrüchte und lokale Köstlichkeiten gehört. Absolut. Es ist ein perfektes Reiseziel für Feinschmecker. Ich kann es kaum erwarten, die berühmten Gerichte zu probieren und die lokalen Aromen zu erleben. Genau. Jede Region hat ihre eigenen einzigartigen kulinarischen Traditionen zu entdecken. Ja. Das Essen in lokalen Restaurants gibt uns einen Einblick in die Kultur. Sicher. Außerdem macht die Atmosphäre am Strand den Aufenthalt noch angenehmer. Ich stimme zu. Essen mit Blick auf das Meer klingt wie ein Traum. Lassen Sie uns eine Liste mit Gerichten erstellen, die Sie unbedingt probieren sollten, bevor wir losfahren. Lektion 17: Das Echo der Freiheit. Wussten Sie, dass die Sklaverei in Kuba erst in den 1880er Jahren offiziell endete? Es ist ziemlich schockierend, darüber nachzudenken. Das ist es wirklich. Ich meine, wenn man bedenkt, wie lange Menschen für die Freiheit gekämpft haben,
kommt es einem vor, als wäre es erst gestern gewesen. Genau, und auch danach standen viele Menschen noch vor großen Herausforderungen. Die Auswirkungen einer solch dunklen Geschichte bleiben bestehen. Ja, und es ist herzzerreißend zu erkennen, dass auch heute noch Millionen Menschen in Nordamerika in der modernen Sklaverei gefangen sind. Das ist ein ernüchternder Gedanke. Es ist wie ein Schatten der Vergangenheit, der sich weigert, vollständig zu verschwinden. Absolut. Aufklärung und Sensibilisierung sind entscheidend, wenn wir diese Probleme wirksam bekämpfen wollen. Ich stimme zu. Wenn wir unsere Geschichte verstehen, können wir die Bedeutung von Freiheit und Menschenrechten besser einschätzen. Rechts. Und es ist wichtig, dass wir diese Geschichten teilen, damit zukünftige Generationen sich der Kämpfe und Triumphe bewusst werden. Ja, Storytelling kann ein wirkungsvolles Werkzeug für Veränderungen sein. Es verbindet Menschen und inspiriert zum Handeln. Lektion 18: Outdoor-Aktivitäten. Nun, Sie könnten es mit Wandern versuchen, es gibt einige schöne Wanderwege in der Nähe. Das klingt erstaunlich. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein und mich zu bewegen. Ja. Wandern ist eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu genießen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Absolut. Außerdem kann die Aussicht von oben auf einem Wanderweg atemberaubend sein. Sicher. Es lohnt sich immer, nach einer guten Wanderung den Gipfel zu erreichen. Ja. Haben Sie einen Lieblingsweg im Sinn? Ich tue. Es gibt einen Weg, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Wir sollten es uns unbedingt ansehen. Das klingt perfekt. Lassen Sie uns einen Tagesausflug planen, um es gemeinsam zu erkunden. Ich bin begeistert. Es wird ein unterhaltsames Abenteuer voller wunderschöner Landschaften. Lektion 19: Badehose einkaufen. Also, sind Sie bereit für den Sommer? Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Badehose. Noch nicht, ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Outfit. Was ist mit dir? Ich möchte etwas, das sowohl stilvoll als auch bequem ist, wissen Sie? Manchmal ist es schwierig, die richtige Passform zu finden. Oh, das verstehe ich vollkommen. Ich möchte, dass meine Badebekleidung gut aussieht, sich aber beim Schwimmen auch gut anfühlt. Genau. Und ich denke, dieses Jahr sind leuchtende Farben der richtige Weg. Was denken Sie? Ich liebe leuchtende Farben für den Sommer. Sie setzen wirklich ein Statement und fangen den Spaßgeist der Saison ein. Sicher. Vielleicht können wir gemeinsam ein paar Geschäfte ausprobieren und uns gegenseitig dabei helfen, die besten Optionen zu finden. Das klingt nach einer lustigen Idee. Mit Freunden macht Einkaufen immer mehr Spaß. Auf jeden Fall, und wir können uns anschließend ein Eis gönnen, um unsere neuen Funde zu feiern. Lektion 20: Badezimmer-Grundausstattung. Mir ist gerade etwas Seltsames im Badezimmer aufgefallen. Es gibt keine Toilettenartikel wie Shampoo und Spülung. Wirklich? Das ist seltsam. Wie könnte ein Badezimmer ohne das Wesentliche sein? Ich weiß richtig? Es fühlt sich etwas unvollständig an. Ich schätze, manche Leute bringen vielleicht einfach ihre eigenen mit. Das macht Sinn, aber dennoch ist es überraschend, dass es daran mangelt. Was machen Sie normalerweise in solchen Situationen? Normalerweise packe ich für alle Fälle eine Version meiner Lieblingsprodukte in Reisegröße ein. Kluger Schachzug. Damit sollte ich auch anfangen. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Sicher.
Und es erspart Ihnen die unangenehmen Momente, in denen Sie etwas brauchen. Genau. Ich meine, wer möchte schon auf sein Lieblingsshampoo verzichten? Niemand. Lassen Sie uns eine Checkliste für unsere nächste Reise erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Lektion 21. Den Wind bekämpfen. Ich bin vorhin mit meinem Freund die Straße entlang gelaufen und wir hatten eine harte Zeit gegen den Wind. Das klingt herausfordernd. War es wirklich so stark? Ja, es fühlte sich an, als ob der Wind uns bei jedem Schritt zurückdrängte. Wow! Unter diesen Bedingungen kann es ein ziemliches Training sein, geradeaus zu gehen. Genau. Am Ende haben wir darüber gelacht, wie lächerlich wir ausgesehen haben müssen, als wir dagegen ankämpften. Zumindest war es ein unvergessliches Erlebnis. Manchmal können die kleinen Herausforderungen Spaß machen. Wahr. Und es ist eine gute Erinnerung daran, ruhigere Tage zu schätzen, oder? Absolut. Eine leichte Brise ist schön, aber starker Wind kann anstrengend sein. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall das Wetter prüfen, bevor ich losfahre. Lektion 22. Navigation im Lebensmittelgeschäft. Hey, weißt du, wo die Konserven sind? Ich kann sie anscheinend nicht finden. Ich glaube, sie sind in Gang 7, direkt neben den Bohnen. Danke für den Tipp. In diesem Laden verliere ich mich immer. Es kann verwirrend sein, besonders wenn es so viele Gänge zum Stöbern gibt. Ja, und manchmal sind die Zeichen auch nicht ganz klar. Genau. Etwas mehr Klarheit würde den Käufern viel bringen. Sicher. Normalerweise wandere ich herum, bis ich finde, was ich brauche. Das ist nachvollziehbar. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal eine Einkaufsliste ausdenken. Tolle Idee. Eine Liste würde uns auf jeden Fall konzentrieren und Zeit sparen. Lektion 23. Kulturelle Sensibilität. Mir ist aufgefallen, dass das, was in einer Kultur unhöflich erscheint, in einer anderen möglicherweise akzeptabel ist. Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Kulturelle Unterschiede können sehr tiefgreifend sein. Ja, und es ist wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Absolut. Eine kleine Geste in einer Kultur könnte in einer anderen beleidigend sein. Rechts. Deshalb ist es so wertvoll, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Genau. Es hilft uns, besser zu kommunizieren und respektvoller zu sein. Außerdem öffnet es unseren Geist für neue Perspektiven und Denkweisen. Definitiv. Ich liebe es, über kulturelle Nuancen zu diskutieren, es ist so aufschlussreich. Ich auch. Es bereichert unsere Erlebnisse, insbesondere auf Reisen. Lektion 24. Qualitätssicherung. Wussten Sie, dass jede Art von Getreide, Obst, Gemüse, Beeren und Tieren auf ihre Qualität geprüft wird? Wirklich? Das ist ein ziemlich umfangreicher Prozess. Wie funktioniert es? Sie stellen sicher, dass alles den Sicherheitsstandards entspricht, bevor es den Verbraucher erreicht. Das ist beruhigend. Es ist gut zu wissen, dass es ein System gibt, das uns schützt. Ja. Qualitätskontrollen tragen dazu bei, die Integrität unserer Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Das macht Sinn, vor allem angesichts all der Lebensmittelrückrufe, von denen wir hören. Genau. Tests helfen, Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten.
Und es ist von entscheidender Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. Definitiv. Wir sollten den Aufwand wertschätzen, der in die Gewährleistung der Sicherheit unserer Lebensmittel gesteckt wird. Lektion 25. Kreative Aufbewahrungsideen. Definitiv. Lagerkästen, Regale und Möbel mit versteckter Aufbewahrung sind tolle Lösungen. Ja. Sie maximieren den Platz und tragen dazu bei, dass die Dinge organisiert und zugänglich bleiben. Ich liebe Möbel, die gleichzeitig als Stauraum dienen. Es ist sehr praktisch für kleinere Wohnbereiche. Absolut. Es ist funktional und stilvoll zugleich. Rechts. Auch die Nutzung vertikaler Räume mit Regalen kann einen Raum wirklich öffnen. Ja. Es ermöglicht Ihnen, Gegenstände auszustellen und gleichzeitig den Boden frei zu halten. Ich denke, dass das Hinzufügen einiger dekorativer Kisten auf den Regalen den Look ebenfalls verbessern kann. Das ist eine tolle Idee. Es verleiht Persönlichkeit und sorgt gleichzeitig für Ordnung. Sicher. Lassen Sie uns verschiedene Optionen erkunden und herausfinden, was für unsere Bedürfnisse am besten funktioniert. Lektion 26. Discount-Fundstücke. Ja, ich war kürzlich auch in einem Discounter. Wie war es? Ich habe gehört, dass die Preise dort erstaunlich sein können. Die Preise waren großartig, aber die Kleidung war ein bisschen Glückssache. Ich verstehe. Manchmal kann man Edelsteine finden, manchmal nicht so viele. Genau. Ich habe ein paar gute Stücke gefunden, aber einige entsprachen nicht meinen Erwartungen. Bei Discountern ist es immer ein Wagnis, aber wegen der Ersparnis kann es sich lohnen. Wahr. Außerdem macht es Spaß, zu stöbern und zu sehen, welche einzigartigen Gegenstände es zu entdecken gibt. Ich stimme zu. Man weiß nie, wann man etwas wirklich Besonderes findet. Und es ist immer schön, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Lektion 27. Darwins Beobachtungen. An einem Ort in der Nähe von Südamerika, den Galapagosinseln, beobachtete Darwin eine unglaubliche Tierwelt. Ja, diese Inseln spielten eine entscheidende Rolle in seiner Evolutionstheorie, nicht wahr? Genau. Er bemerkte, wie sich Arten auf einzigartige Weise an ihre Umgebung anpassten. Das ist faszinierend. Es unterstreicht wirklich die Bedeutung der Artenvielfalt. Absolut. Die Unterschiede zwischen den Arten auf verschiedenen Inseln waren bemerkenswert. Ja, und es war ein entscheidender Moment für das Verständnis der natürlichen Auslese. Sicher. Diese Beobachtungen veränderten die Art und Weise, wie wir heute über die Evolution denken. Es ist erstaunlich, wie eine einzige Reise zu so tiefgreifenden Erkenntnissen führen kann. Definitiv. Die Galapagosinseln sind für Wissenschaftler eine Fundgrube an Wissen. Lektion 28. Raumpräferenzen. Wenn Sie eine höhere Etage bevorzugen, versuche ich mein Bestes, Ihnen ein Zimmer in einer höheren Etage zuzuweisen. Das hört sich großartig an. Ich genieße die Aussicht von oben, es macht den Aufenthalt zu etwas Besonderem. Ich stimme zu. Eine höhere Etage bedeutet oft auch weniger Straßenlärm. Ja, und die Landschaft kann ziemlich atemberaubend sein, besonders wenn es einen schönen Sonnenuntergang gibt. Absolut. Ich denke, es trägt zum Gesamterlebnis eines Hotelaufenthalts bei. Definitiv. Eine gute Aussicht kann eine Reise noch unvergesslicher machen. Ich werde Ihre Präferenz unbedingt beim Check-in vermerken. Danke schön.
Ich schätze diese Überlegung sehr. Kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Aufenthalt haben. Lektion 29, Weihnachtsbäume. Echte Kiefern riechen angenehm, aber man muss aufpassen, dass sie nicht austrocknen und ein Feuer entfachen. Das stimmt. Es ist wichtig, sie während der Ferienzeit gut zu bewässern und zu überwachen. Genau. Ein trockener Baum kann zu einer ernsthaften Brandgefahr werden, insbesondere wenn er voller Lichter ist. Ja. Ich überprüfe immer täglich den Wasserstand, um sicherzustellen, dass er frisch bleibt. Das ist eine kluge Vorgehensweise. Außerdem sieht ein gut bewässerter Baum viel besser aus und hält länger. Absolut. Der Duft einer frischen Kiefer trägt wirklich zur festlichen Atmosphäre bei. Sicher. Es ist einer meiner Lieblingsteile der Ferienzeit. Ja, und die Dekoration mit Lichtern und Ornamenten macht es noch spezieller. Ich stimme zu. Es ist eine wundervolle Tradition, sich mit der Familie um den Baum zu versammeln. Lektion 30, die Freuden des Lebens feiern. Denn ich denke, Emma Goldman hat gesagt, wenn ich nicht tanzen kann, möchte ich nicht Teil ihrer Revolution sein. Dieses Zitat ist so kraftvoll. Es unterstreicht wirklich die Bedeutung der Freude am Aktivismus. Genau. Im Leben sollte es darum gehen, zu feiern und Glück zu finden, auch wenn man für Veränderungen kämpft. Ja. Es erinnert uns daran, dass Freude und Leidenschaft unsere Bemühungen für eine bessere Welt vorantreiben können. Absolut. Ohne Freude kann sich der Kampf überwältigend und entmutigend anfühlen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen diesen Geist am Leben erhalten, um andere zu inspirieren. Sicher. Machen wir es uns zur Priorität, durch unser Handeln Positivität zu verbreiten. Ja, wir können eine Bewegung schaffen, die sowohl Freude als auch Sinn vereint. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten. Gemeinsam können wir etwas bewirken und dabei Spaß haben. Lektion 31, Pflanzenaustausch. Ja, ich habe ein paar Stecklinge meiner Spinnenpflanze mitgebracht. Möchten Sie handeln? Das hört sich großartig an. Ich wollte schon immer eine Spinnenpflanze für meine Sammlung haben. Perfekt. Sie sind pflegeleicht und können unter verschiedenen Bedingungen gedeihen. Ja. Ich liebe es, wie Sie diese kleinen Ableger hervorbringen, was sie noch spezieller macht. Genau. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Pflanzen zu teilen und unsere Sammlungen zu erweitern. Ich stimme zu. Was möchten Sie als Gegenleistung? Ich würde gerne einen Steckling Ihrer Pothos-Pflanze bekommen, es sieht fantastisch aus. Absolut. Ich kann dir sofort einen Schnitt geben. Eindrucksvoll. Ich bin gespannt, wie unsere beiden Pflanzen gedeihen.